Hallo Leute, heute mal wieder ein G-Wolfs HTS Update Video zur schwarzen Maus mit roten Flecken, rotem Mausrad, roten Seitentasten in der neuesten Batch. Los geht's, Leute. Wie schon gerade gesagt, wieder mal ein HTS Classic Video von mir. Ihr wisst, ich habe HTS fast ein Jahr gespielt am Stück. Mega zufrieden damit gewesen. Preis-Leistung, Gewicht, alles nice bei der Maus. 3389 Sensor, 49 Gramm Gewicht. Mit Sticker derzeit noch, glaube ich, 54 bis 56 Gramm. Die neuen Sticker, die jetzt kommen, hat sich schon wieder weggeklickt, Mann. Die neuen Sticker, die jetzt kommen, sind 30% dünner und auch leichter. Ist so ein neues Material, die sollen aber genauso griffig sein. Dann sind es wohl nur noch dann 51, 52 Gramm inklusive Sticker, aber die meisten spielen eh ohne. Wie schon gesagt, schwarz mit roten Punkten. Die Box hat sich nicht geändert, Leute. Das hier ist eine schwarze mit blauen und das ist eine schwarze mit roten. Ihr seht es nur daran, dass hier unten auf diesen Sticker Stardust BR, also Black Red steht. Und G-Wolfs hat es geschafft, so wie wir es wollten, endlich an der Seite raufzudrucken, dass hier auch wirklich Cales drin sind. Das ist schon mal gut. Ansonsten, wie ihr kennt, die Standard G-Wolfs Box. Hier ist der gute Blecheimer drin. Im Deckel diese Grips, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind noch die alten halt. Die neuen werden gerade designt. Mit einem Duftsack hinten drin. Das ist kein Alkoholpad, wie manche denken, das ist einfach nur ein Duftsack. Ihr könnt es halt entspannt aufkleben. Die sind super grippy, halten auch sehr lange, sind aber noch sehr dick und die neuen sollen ja 30% dünner und auch mindestens 30% leichter werden. Was haben wir noch drin in der Box? Wie immer wieder diesen Briefkuvert von G-Wolfs. Im Gegensatz zu der HSK sind hier wieder nochmal ein Set extra Glides bei, Leute. Finde ich mega nice, dass wenn ihr irgendwas machen wollt, let's go. Das ganz klassische Datenblatt ist wieder bei. Ist halt nichts Neues, ne? Steht wieder drauf, dass ein Pixar 3389 drin ist, dass die 48 Gramm wiegt, plus minus 3 Gramm. Ich hatte übrigens mal eine Copy, die hat 45 Gramm gewogen. Die war Legende, ich weiß aber gar nicht, wo die hier ist im Schrank, die muss ich mal raussuchen fürs nächste Mal. Ja, und dass halt noch ein extra Kabel drin ist und das ist neu, die haben es geupdatet. Jetzt ist das erste Mal drauf zu sehen, dass der DPI-Button hinten diesen RGB-Indikator wechselt. Das Preset DPIs 400, 800, 1600, 3200 sind, also 4 Presets. Das war vorher hier auf dem Zettel nicht drauf, bin ich mir eigentlich ganz sicher. Vielleicht suche ich mal noch einen alten raus. Ansonsten war es das, also was jetzt hier in dem Umschlag drin war, reicht ja auch. Was ich halt immer noch mega nice finde, ihr habt einmal extra Glides bei, wenn ihr die wirklich mal aufmachen wollt und vielleicht einen Weight-Mod probiert oder ihr wollt zum Beispiel doch andere Switches einbauen, ist es natürlich mega nice, dass ihr halt wieder die Skates schon da habt und einfach mal neu reinzumachen. Ich habe gerade gezeigt, dass es eine Cale 8.0 Version ist. Hier hat man wieder lustigerweise diesmal die guten TTC Pinks reingepackt. Ich weiß gar nicht, was die Pinken für welche sind. Da steht nämlich eine Nummer drauf. 30 Mil Switches, also da wird die Force, die A-Force, also diese Auslösekraft auch geringer sein. Ja, die ist auch viel, viel geringer. Ja, wenn ihr die reinmachen wollt, diesen Bike könnt ihr reinmachen, Skates habt ihr auch. Aber ich würde keine TTC Pinks einbauen. Baut euch Cale 2.0er rein, baut euch die japanischen Omrollens rein, die 1F'er und so. Und das wäre schon geiler. Also würde ich mehr fühlen. Ein Kabel bei. Noch das alte Kabel, G-Wolfs gerade dabei, für zukünftige Mäuse ihr Kabel zu überarbeiten, dass es ein wesentlich dünneres wird und guten Paracord sehr ähnlichen Kabel. Gucken wir, was noch jetzt drin ist hier unter. Achso, wie immer der Pinsel und nochmal ein extra Kabel, ne, in der Tüte hier. Alles wie immer. Nicht wie bei HSK. Der HT läuft noch. Habe heute auch mitgekriegt, dass es von der HTS noch eine kleinere Version gibt. Ich probiere mich da mal das Zeug zu sehen, die würde ich gerne mal sehen. Wie ihr seht, das ist halt, die ist komplett neu. Die ist wunderschön rot. Das ist so, der hier oben sieht ein bisschen shiny aus, aber die Seitentasten sind schön rot matt und unten der DPI, der Polling Rate Changer ist auch rot. Polling Rate wie immer 125, 250, 500.000.
Herz. Wir ziehen jetzt hier mal die Schutzfolie ab. Ja Leute, das Blau ist eine Schutzfolie. Darunter befinden sich weiße Skates. Für alle, die mit der Schutzfolie spielen, zieht sie ab, Jungs. Kurz runter gucken, ob blau ist. Ist blau? Abziehen. Auch bei anderen Mäusen so, Leute. Wenn es nicht weiß ist oder schwarz, ist meistens noch irgendwas drauf. Ich habe auch schon durchsichtige Folien gesehen, um die Leute richtig zu foppen. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr auf Folie spielt oder nicht. Einfach mal testen mit dem Fingernagel. Jetzt habe ich euch verunsichert, wa? Aber wenn ihr jetzt merkt, dass ihr 3 Monate mit Schutzfolie auf eurer XM1R gespielt habt, dann ist auch scheiße. Auch doof. Egal. Wir haben jetzt die Folie mal abgezogen. Hab hier, das ist die von unserer letzten Batch, die wir gekriegt haben. Ja. Fühlt sich gleich an. Also fühlt sich nicht an, als wenn die jetzt hier was gewechselt haben an den Glides. Die Glides sind auch alle sehr schön eingeklebt. Hier steht kein Glide hoch. Es kann manchmal sein, Leute, dass meine Katze da oben die Pappe kaputt macht. Und ansonsten kann es auch mal sein, dass diese Glides, die ihr kriegt, nicht ganz in den Ecken, zum Beispiel hier vorne in dieser Ecke, nicht ganz reingedrückt sind. Dann drückt ihr einfach rein. Die kleben auch noch perfekt, das ist auch kein Nachteil. Ihr drückt die einfach rein und dann sind die Glides wieder gut. Wir gucken mal, ob die PCB die gleiche ist. Jo, ist noch die gleiche. Also wir haben hier noch kein Updated Model. Wurde jetzt auch mal vom Mausrad-Eis das gleiche. Ja, Klick alles noch das gleiche. Das ist kein Redesign. Ich habe auch keine Ahnung, wann das Redesign kommt, weil die jetzt gerade erst am SKS-Redesign arbeiten und gerade das HDM-Redesign fertig haben, worauf die neue HDM Wireless kommt bald, in glaube ich jetzt einem Monat oder 2. Und irgendwann ist die HTS nochmal dran. Die Frage ist, ob die größer bleibt oder kleiner bleibt, das weiß ich alles nicht. Das ist auch alles noch ein bisschen unklar, aber wir gucken mal. Ansonsten Klickgefühl immer noch super. Ihr könnt auch hier halt ganz hinten klicken, ne? Ohne Probleme, Leute. Schöner Kale 8.0 drin. Klickt sich wunderbar geil. Die Maus ist immer noch genau die gleiche. Gibt eine ganz normale Standardsoftware für und ja, wenn ihr Bock habt, Jungs, jetzt die Version auf Amazon im Shop. Zurzeit nicht mehr bei uns im eigenen Launer-Shop, erstmal nur auf Amazon in Zukunft, weil es einfach von der Infrastruktur und Logistik für uns angenehmer ist. Und wenn ihr Bock habt, Amazon-Link steht unter dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, einfach in die Kommentare, Jungs. Danke fürs Gucken. Das ist die neue Version, die neue Farbe. Habt Spaß damit. Vielleicht habt ihr auf die Farbe gewartet. Wenn wieder was Neues kommt, kriegt ihr wieder ein Video von mir, Jungs. Bis dann, ciao.